das war Berlin und da hat halt alles stattgefunden. Dieses Merkel-Bild unterm Baum ist entstanden in einer Zeit, wo Berlin nochmal die großen 2000er Jahre hatte. Und auch Techno war in Berlin. Frankfurter denken, hier ist es gewesen, aber eigentlich ist es ja in Berlin gewesen alles. Das hat dann halt die Musikindustrie mitgebracht und damit dann natürlich auch Porträts und Aufträge und Magazine. Alles Mögliche. Da waren die ersten Jobs und dann ging es so los mit Süddeutsche Magazin und Monopol Magazin waren Auftraggeber jetzt. Also es wurde wirklich viel Geld nochmal ausgegeben für Fotos. Entstanden ist das Bild für den Stern. Wir hätten da ein Thema Artenschutz und dann muss eine Frau fotografiert werden. Und wir wollen gern, dass du das machst, Andreas. Und dann sagt man, ja okay. Und dann bin ich 3 Tage in den Botanischen Garten gegangen, habe mir das alles angeguckt. Und da ich mit viel Licht arbeite und großen Stativen und einer Plattenkamera, die auf dem Stativ steht und, baut man halt so seine Settings auf und läuft es dann so ein bisschen ab. Und dann gibt es ein Setting zum Warmwerden, dann gibt es da, wo es passiert und dann gibt es noch eins zur Verabschiedung. Also es ist ja alles auch ein Teil von Unterhaltung. Ein Blick, der schweift in die Ferne. Blauem Himmel mit Wolken, über Wasser, eine Brücke. Also es sind alles so Dinge, die der deutschen Romantik zugeschrieben werden können. Kriegt der Mensch etwas von der Erhabenheit der Natur ab oder auch halt nicht? Oder wer eignet sich eigentlich was an? Das sind, glaube ich, die Grundfragen. Eine abgewendete Person lässt viel mehr Fantasie zu und in dem Fall von berühmten Politikern oder Persönlichkeiten, ich meine, wir kennen doch die Gesichter, wir brauchen ja nur Initialien darauf, also Perücke, Blazer, Haltung und schon geht doch alles los, man braucht ja nicht mehr Informationen. Also wenn du in einer Fotoredaktion hintereinander weg nur ein Bild abgibst von hinten, dann kannst du mal den Redakteur fragen, wie lustig der das fand. Nein, da muss es noch mehr geben, Andreas. Nein, da gibt es nicht mehr oder der Rest ist kaputt gegangen oder. Oder Menschen, die sich hinstellen und sagen, nee, von hinten geht nicht. Und dann fotografiere ich sie von vorne mit einer Leerkassette und erzähle denen, ja, wie schön die Bilder sind. Und dann tun sie mir am Ende den Gefallen, dass sie sich noch einmal umdrehen und dann haben wir das Bild, was wir haben wollten. Was ich haben wollte. Wenn man so ein Bild macht und dann groß drüber geschrieben wird, das ist jetzt der neue Fotograf vom Kanzleramt oder so und dann bin ich durch so einen Zufall in so einer Schublade gelandet und wollte da dann ganz schnell wieder raus und dadurch kam dann die Idee, wieder im Kanzleramt anzurufen und zu fragen, ob die Kanzlerin mit mir durch Deutschland fährt und so ist dann diese Serie entstanden, A.M. eine Deutschlandreise. Ich glaube, jeder sieht das, was er sehen will. Also wir beobachten oder wir treffen an Orte, ob es nun Kinder von Goltzow ist, in Brandenburg am Oderbruch, wo 6 Wochen vor Kriegsende nochmal über 1 Million Russen und Deutsche fallen. Wir sind aber auch gleichzeitig im Hunsrück, können auf die Zugspitze gehen mit ihr. Wir können nach Sylt fahren, wir können am Rhein sein und die Schafe zählen. Also es gibt ja ganz unterschiedliche Dinge, die wir mit ihr gemeinsam im kollektiven Gedächtnis ja auch 16 Jahre lang erlebt haben. Und dazwischen findet dann halt auch meine ganz privat geführte Tour statt. Wir wissen ja nicht, ob es Angela Merkel war, das kann ja auch immer jemand anderes sein. Ich glaube, man muss gar nicht so explizit sagen. Ich bin ganz fest der Meinung, ich bin mit der Kanzlerin durch Deutschland gefahren und meine Erinnerung versuche ich es irgendwie noch zusammenzukriegen und es fehlen halt Bruchstücke dazwischen. Ob es nun die menschgeschaffene Architektur ist oder die nicht beeinflussbare Natur oder in einem botanischen Garten, natürlich. Ich versuche einfach gute Bilder zu machen und es ist ja ein Gefüge von Gefühls- und Beziehungskonstellationen. Und man kann ja einfach versuchen zu verstehen.